Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier bei Mehmet. Was gibt's heute? Ich weiß es nicht hundertprozentig, ob ich den Wagen 827 euch schon mal vorgestellt hatte. Wenn ich es vorgestellt haben sollte, dann seht das als Update, wenn nicht ein neues Vorstellungsvideo. Der Jeffrey, wir haben mit Jeffrey uns mal zusammengesetzt und mal ein paar Sachen aufgeschrieben. 5 oder 6 Busse, die noch nicht vorgestellt wurden, und dieser 827, das ist ein MAN A21 vom Baujahr 2008, ehemals Schilling-Gruppe. Den werde ich euch jetzt mal vorstellen oder ein Update. Mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. So, auf geht's nach dem Intro. So schaut das Teil aus, der MAN VR 827. Das hier ist unser, den haben wir auch schon lange, das waren glaube ich die ersten, die wir bekommen haben. Die Spuckscheibe, die ist neu, die war damals noch nicht da, wo wir die bekommen haben. Das sehen wir auch immer hier daran. Hier war ursprünglich das, was wir mal nachgerüstet hatten, was aber nicht zulässig war, und deswegen haben wir die rausgebaut gehabt. Von außen, das sieht man auch schon bei den Schilling-Gruppenbussen, dass diese Dinger hier dabei sind. Das ist auch sehr gut so im Winter. Der ist jetzt auch schon 2-3 Tage nicht gewaschen worden. Man merkt, dass da nicht so viel Dreck sich sammelt. Batteriekasten, ich mache euch mal diesmal überall auch die ganzen Klappen und so auf. Mit dem NATO-Stecker, Batterien, Sicherungen und sowas alles gibt es hier. Was haben wir hier noch? Der hat hier oben noch eine Klappe, extra so eine Klappe, aber die ist jetzt abgeschlossen. Da müsste ich den, was ist dahinter? Nichts Besonderes, ist lediglich, ich mache mal auf, ich weiß, so eins habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich, ne? Haben wir so eins schon mal gehabt von der Seite? Ich kenne die immer nur groß, dass er hier komplett so aufgeht. Ich mache mir mal gleich die Mühe und mache den mal auf. Mal gucken, was dahinter ist. Hier komme ich bei dem auch gut da dran. Bei den anderen ist er noch ein bisschen höher. Bei diesem Modell komme ich hier immer gut da dran. Der hat natürlich auch eine neue Werbung bekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die abgeholt hatte. Von der Seite hatte auch noch mal so schöne Werbung. Oder ob es ein anderer war. Ich habe ja jede Menge abgeholt gehabt. Bei der Anzahl an diesen Schilling-Bussen weiß ich gar nicht mehr, wer was ist, wer wen abgeholt hat. So schaut das Teil hier aus. Ist auch windig heute. Ich habe mein Mikrofon heute nicht dabei. War nicht geplant, dass ich den hier heute habe. Ja, das hier kennen wir ja schon alles. Brauchen wir jetzt extra nicht von hier aus starten, weil ich hatte Gang und so rausgemacht. Deswegen sehe ich das nicht. So, dann schauen wir uns das Teil nochmal von innen an. Oder beziehungsweise ich hole mir mal den Knochen und wir machen mal hier auf, was sich dahinter verbirgt. Tank hat er hier. AdBlue hat er natürlich nicht. So, ich hole mal eben den Knochen. So, Liebling eines Busfahrers, so ein Knochen. Ich weiß gar nicht, warum der hier abgeschlossen ist. Ob man den überhaupt so drauf kommt. Ey, der hat nochmal Zusatzbatterien hier drauf. Ey, Jeffrey, hast du das gewusst? Warum hat er hier nochmal zusätzliche Batterien? Und extra noch so einen Trennschalter. Ach du Scheiße. Das ist mir jetzt neu. Dieser Fach ist mir noch nie begegnet. Da muss ich mal demnächst bei den anderen auch mal achten. Gut, dass ich das mal euch gezeigt habe, Leute. Ja. Ey, hätte ich jetzt nicht gewusst. Ein geheim versteckt für Batterien nochmal zusätzlich. Jeffrey, hilf uns. Wofür ist der? Oder die Schilling-Gruppenfahrer oder so, wenn ihr das wisst. Das Teil nachgerüstet. Wisst ihr jetzt ja mittlerweile, wofür der ist. Hier für den toten Winkel, dass er uns das anzeigt. Das ist jetzt aber interessant gewesen. Hat er auf der anderen Seite noch mehr so versteckte Klappen. Und hier steht der 31 hier rum. Der macht auch gerade Pause hier. Hat sich nichts geändert. Ist geblieben. Nur der müsste mal gewaschen werden. Genau auf der Seite. Hier hat er noch ein paar Klappen. Anschlüsse. Gut. Ich muss den sowieso gleich noch fahren. Und wenn wir fahren, dann lassen wir den woanders im Motor mal laufen. Da können wir uns auch diese Klappen hier angucken. Mal gucken, haben wir jetzt eigentlich auch. Das Teil ist sehr wahrscheinlich bei dem schon dicht. Ja,
das obere, das untere, da ist ja der Auspuff. Ne, hier befindet sich der Auspuff drunter. Und auf der Seite kann man schön sehen, Reihenmotor, oder was ist das hier? Jeffrey ist ein Reihenmotor, gell? Ja, mit den dazu gehörigen Aggregaten, Turbo und sowas alles. Ja, boah, mir fällt die Hand gleich an. So, auf geht's. Wir gucken uns den jetzt mal von innen an. Ich renne ein bisschen, weil ich muss gleich nämlich schon wieder abfahren, damit wir unsere Zeit nicht vergolden. Der hat 34 Sitzplätze, 48 Stehplätze, ein Rollstuhl. Hier ändert sich ja nichts, das ist das ehemalige sag ich schon, das ältere, der Sport, VDV oder was ihr mal dazu sagt. Wenn das ein Gelenkbus gewesen wäre, wären hier noch die anderen Knöpfe. Ja, der hat hier auch mit diesem Trennschalter, ne, braucht keinen Schlüssel mehr für, einfach nur Trennschalter. Wenn man hier drauf drückt, Zündung, geht gleich die Zündung an, hoffe ich. Warum geht er nicht? Ah, ich muss den erstmal, der geht jetzt nicht, warum? Wir haben nichts gemacht. So, an. Hier muss er Zündung bekommen. Der hat keine Zündung, Leute. Haben wir da gerade was umgedreht oder was? Kann ja auch nicht. Schaut mal. Klug, ne? So, Gang raus. Nochmal probieren. Irgendwas ist hier, klappt hier nicht. Ich weiß, wir gucken uns die Heckklappe an. Irgendwas in einer Heckklappe haben wir Scheißerei gebaut. Und ihr seid, oh, ich komme hier gar nicht durch. Und ihr seid live dabei. Wir haben doch nichts gemacht. Ich war ja gerade mit euch hier dran. Das Teil hier, dass der hier vielleicht hier hängt. Manchmal hängt der. So, jetzt haben wir den wieder zugemacht. Der hat keine Zündung mehr. Das wäre es jetzt. Dass ich hier nicht wegkomme und ihr seid live dabei. Irgendwas ist hier passiert. Aber Saft hat er ja. Saft und so ist alles da. So, auf ein neues. Ne, tut sich nichts. Ja, toll. Dann machen wir so. Trick 17. Ausmachen. 21, 22, 23. Und jetzt sollte das gehen. So. Tut sich nichts. Der ist tot. Nochmal Trick 17. Ich nehme euch jetzt mal richtig live mit. Das ist jetzt interessant. Das kann echt sein, dass wir hier hinten vielleicht hier was gemacht haben. Ich habe jetzt mal hier den Knochen hier mal umgedreht nochmal. Und sicherheitshalber drehen wir diesen Knochen hier auch nochmal um. So, habt ihr gehört? Klick. Das heißt, wir haben den jetzt nochmal resettet. Alles auf Reset. So, natürlich bei der Gelegenheit muss der jetzt nochmal neu hochfahren, weil wir den ja stromlos gemacht haben. Und siehe da, Strom ist da, alles ist wieder da. Und wir können den jetzt mal Zündung geben. Jawohl, Zündung ist da. Und 21, 22, 23. Und er läuft. Der hat 768.271 Kilometer gelaufen. Wischwasserstand zu niedrig. Okay, können wir wegdrücken. Gut. Das Teil erzähle ich euch nachher was zu. Und ansonsten können wir den jetzt erstmal Probe fahren. In der Zeit kann der Drucker hochfahren und wir können dann ja, Probe fahren. Auf geht's. So Leute, auf geht's. Da ich ja mein Mikrofon nicht dabei habe, muss ich entweder ein bisschen lauter reden
Aber dafür habt ihr die Möglichkeit, dann den schönen Sound von hinten zu genießen. Meine Stimme kennt ihr ja mittlerweile. Da ändert sich nichts. Wie fahren wir dann am besten? Wir fahren am besten hier lang. Das ist einfacher. Ja. Ich muss nämlich gleich. Wo muss ich denn einsetzen, Leute? Nordlünen Rosenkamp. Schulzentrum Rosenkamp, ja. Da fahren wir jetzt hin. Ich bin die ganze Zeit ja mit dem am Fahren heute. Und der fährt sich gut. Natürlich, ihr müsst euch das so vorstellen, die ganze Woche mit einem neuen C2, mit dem Citaro gefahren und jetzt auf einmal von neu auf, ja ganz alt will ich nicht sagen, aber man merkt, dass er eben halt ein bisschen klappert und dies und das. Aber die sind irgendwie trotzdem leichter zu fahren. Ich weiß nicht, wie ich das euch erklären soll. Oder die alten C1er. Ne? Die ganz neuen, die sind irgendwie schwerer, Lenkrad geht schwer und so Sicherheitsschutz, damit die Fahrgäste nicht umkippen und so hat alles. Bei denen hier kannst du Gas geben, oh, der kommt sofort, der ist, ne? Zum Beispiel jetzt, wenn das jetzt eine Anfahrt wäre und eine Oma wäre noch unterwegs am Laufen, ne? Und man gibt auf einmal, merkt ihr diesen Druck, dann wird man so schon als Fahrer schon so nach hinten. Und wenn man da steht, unerhofft auf einmal so ein Schubser, dann hat man auf jeden Fall. Ist schon schön, diese Sicherheit, was sie sich da gedacht haben. Aber zum Fahren macht das eben halt nicht so viel Spaß, als wenn man jetzt hier so ein älteres Modell hat. Die sind irgendwie leichter, leichtgängiger alles, überschaut. Man kann die Hand hier so schön hier hinlegen. Bei dem Citaro ist das alles hier vorne, da hat man nicht hier diese Möglichkeit. Das meine ich damit. Aber so zu fahren, ist sehr gut. Ihr werdet jetzt sagen, du wolltest uns erzählen hier mit diesem Ding. Sehr wahrscheinlich ist bei dem ein Filter zu. Jeffrey, klär mich mal auf. Ich würde ja sagen, ein Rustpartikelfilter, wenn er so einen nachgerüsteten hat, das weiß ich jetzt im Moment ja auch gar nicht. Ob er so einen nachgerüsteten hat, ob diese Rustpartikelfilter überhaupt nur bei diesen Euro 6 oder so sind. Ne? Aber ich meine, der müsste auch so, wenn die nämlich zu sind, ne? Dann hat er so, und der gibt auch gleich, werdet ihr bestimmt, vielleicht haben wir das Glück und merken das gleich auch, und ihr könnt das selber sehen und hören, dass er hier im Display gleich eine Fehlermeldung zeigt. Da steht dann zwar Weiterfahren möglich, aber nächstes Mal Werkstatt aufsuchen. Ich glaube, unsere Werkstatt hat da schon ein paar Teile bestellt, weil wenn das Display das kommt, wenn man, ich habe das gemerkt, wenn man 50 km/h fährt, also unter 50 ist noch alles gut, da kommt nichts. Wenn man 50 hat, dann erscheint das. Wenn man 60 hat, dann bleibt das konstant, dann kann man den auch nicht wegdrücken. So, wenn das der Fall ist und von hinten drückt jemand, will aussteigen, weil das Display ist voll mit Mucks und was weiß ich, was da gleich alles noch stehen wird, und man sieht dann gar nicht, dass da jemand gedrückt hat. Und das Piepsen von der Meldung ist so ähnlich wie das Drücken, wenn man den Knopf drückt zum Haltewunsch. Deswegen muss man einmal gucken, will da jetzt jemand raus, will nicht raus. Also für den Fahrer total unangenehm, so zu fahren. Hier in der Stadt, wenn man nur 30, 40 fährt, passiert nichts. Aber solange man ein bisschen den Teil 50er ist, kriegt man noch, den kann ich jetzt sowieso nicht ins 30, dann erscheint da diese Symbole da. Wenn es nachher mal so erscheint, dann mache ich mal ein Foto, dann hänge ich das mal genau an dieser Stelle, unten blende ich das mal ein, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, so sieht's aus. Wir sind mit diesen Bussen zufrieden, ist alles gut. Das war wirklich ein guter Kauf, so viele Busse auf einmal. Ja. Und ihr hört auch den Sound, wenn man so Gas gibt. Oh. Und das fehlt auch bei den neuen Citaros und so. Hier mache ich manchmal sogar noch Fenster auf, damit man diesen Geräusch noch hört. Jetzt habe ich alles zugemacht, damit man meine Stimme hört. Ich habe ja auch einen guten Sound, oder? Oh Mann. Ja, man muss hier einsetzen, 47. Wir haben jetzt 33. Passt. Und somit haben wir dann wieder eine neue Busvorstellung.
Bald wird wieder Sommer, Frühling, ein bisschen wärmer wird, dann habe ich auch mehr Bock rauszugehen. Im Winter, wo ich da aufgenommen habe, die Finger sind mir eingefroren, Kamera halten und so. Mal gucken, welche Städte noch dran glauben müssen, die ich besuchen werde. Wiesbaden ist auf jeden Fall noch im Fokus. Und dann, wenn alles gut geht, vielleicht in der Schweiz wieder. Einer von euch hatte mal damals, wo ich in der Schweiz war, ich glaube, das ist ein Pizza. Oder? Schaut mal mit, ja. Ich fahre mal schön 30. Ja, hier hat er sich versteckt. Lünen 33. Ja, Lünen EN 33. Das ist der Blitzer. Deswegen immer schön Piano. In der Schweiz sind wir hängen geblieben gehabt. Thun oder Thum oder irgendjemand hatte mal gesagt, komm mal hier hin. Ne, das wusste ich damals schon, aber war die Zeit knapp. So nach Freiburg, Bern, Luzern. Luzern war ich noch nicht. Genau, Luzern vielleicht. Ich bin ja dann in Kerzers, Galmitz und sowas alles. Jo, dann schauen wir mal. Vielleicht mal wieder mit den TPF-Kollegen mitfahren. Hamid, wenn er das gucken sollte, oder Vasco. So, hier im Kreisverkehr nehmen wir die dritte. Aber hier war ich ja mit euch auch schon. Ihr wisst, wo wir jetzt hier sind. Alt-Lünen schimpft das sich hier. Schulzentrum Rosenkamp. Wo ich das gedreht habe, ist Karnevalswochenende. Also morgen ist hier überall Karneval und so. Manche Schulen haben schon keine Schule heute. Kann sein, dass ich gleich einen ruhigen letzte Schicht habe. Eine Fahrt noch, dann habe ich auch Feierabend. Aber der Bus, wie ihr seht, astrein, bis wenn das hier mit dem Display nicht wäre. Aber das habe ich rausbekommen, bis 50 passiert nichts. Wenn man schneller wie 50 fährt, dann kommt diese Fehlermeldung. Aber die hier, die haben nur Schule. Das ist Gymnasium und Realschule gibt es ja hier. Und die anderen Horstmer Realschule und so, alles, die haben zugehabt. Da war ruhig heute. Wir haben nichts zu tun, gleich ein paar Leute, die alle, die hier stehen, die gleich mal wegfahren. So, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Aber mir fällt gerade ein, ganz am Anfang sind wir direkt rausgegangen. Ich habe euch gar nicht das Innenleben hier von diesem Teil gezeigt. Also nicht wegschalten jetzt, Video ist noch nicht zu Ende. Ich mache noch eine Aufnahme vom Innenteil. Ob sich da drin irgendwie was anders ist oder so. Bleibt dran, nicht weglaufen. Es kommt noch ein Nachtrag. Vorhin haben wir ja in der Eile vergessen, den Innenraum euch zu zeigen. Vorne hatte ich ja schon alles erzählt. Aber den Innenraum haben wir uns noch nicht angeschaut. Mit 34 Sitzplätzen, 48 Stehplätzen mit den Gurten hier, wo man sich festhalten kann. Wirklich sehr schön. Und was uns auffällt, ist dieses Sitzmuster. Wenn ihr gemerkt habt, bei den anderen sehen die anders aus. Und bei dem ist es einfach hier so blau. Sieht auch nicht schlecht aus, denke ich mal. Hier der eine, wo Automat drin war, hier von der Schilling-Gruppe Verkaufsautomat. Der hat noch keinen Bezug. Aber ich habe gehört, in Köln fahren die sogar auch alle so rum, so nackt, ohne Bezug, weil da eben halt dann nicht so viel dreckig wird. Der Aufbau, der ist ganz normal. Hier haben die sich was Besseres einfallen lassen als die Citaros und die anderen MANs. Die haben das ja hier vorne, da kommt man ja mit dem Knie dran.
Hier hat man jetzt aber, wenn das nicht hier wäre, dann würde keiner hier den Arm hier so dran machen. Die kommen dann mit dem Arm hier dran, kommen die trotzdem hier dran. Die wissen gar nicht, wofür das ist. Ne? Wenn das so ist, dass der eben halt Haltewunsch für die älteren Leute ist. Auf der Seite hat er keins. Hier hinten das gleiche wie bei den anderen auch. Mit diesen Lichtschaltern, sage ich immer dazu. Für einen Rollstuhl, für Kinderwagen, sogar ein Fahrrad kann man hier dran tun. Und der hat zwar noch keinen Sicherheitsgurt, aber hier in Fahrtrichtung rückwärts sitzend natürlich dann der Rollstuhl. Ja, die Vierergruppe hat sich hier nicht geändert, das ist hier gleich geblieben. Und die ganze Sicht, wenn man hier ganz hinten sitzt, sieht dann so aus. Und auch hier, genau die rechte Seite, fehlt natürlich der Nothammer. Ich weiß nicht, was ihr damit machen wollt. So, jetzt noch den Motor, den hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Und dann sind wir durch. So, dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. Die finde ich immer so schön klein. Ja, mal gucken, vielleicht können wir den auch von hier aus starten. Mal schauen, ob das klappt. Erstmal Zündung und dann. Ne, bei dem klappt es nicht. Doch. 21, 22, 23 müssen wir zählen. Erstmal Zündung. So, 21, 22. Jetzt sollte der. Genau. So, jetzt haben wir den Motor uns auch angeschaut. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, zahlreich dabei wart. Das wird ja immer eine Premiere gemacht. Ich sehe das dann später, wie viele Zuschauer waren. Unser höchster Rekord liegt bei 400 und noch was. Ich weiß gar nicht, welches Video das war. Das war auf jeden Fall richtig gut. Der Short-Kanal, habe ich gemerkt, so langsam wächst der. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder nicht wisst, wo der ist, einfach Mehmet Oe Shorts in einem schreiben und dann landet ihr bei mir auf dem Short-Kanal. So, wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder, entweder mit einer Busvorstellung oder mit Städte, Trains oder was immer ihr euch ausgesucht habt. In diesem Sinne, macht's gut Leute, ich wünsche euch einen schönen, das erscheint ja immer sonntags, dann einen schönen Sonntag. Bis dann, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.